Willkommen zurück. Kreaturen der Nacht. So, es geht weiter mit Vampyr. Wir haben uns ja letztes Mal in unser Versteck hier zurückgezogen, um auch ein bisschen uns zu leveln und Sachen herzustellen und das eine oder andere zu verbessern. Und jetzt gucken wir mal, wo uns die Blutspur hinführt. Respawn Gegner? Sieht so aus. Na, dann lass ich sie mal. Das ist ja ein aussichtsloser Kampf. Außer wenn man jetzt EP braucht. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Fleischstange. Hier der Blood Trail ist hier. Was haben wir denn da? Abgenutzte Sense. Was ist das jetzt? Zweihändige Waffen. Rüste eine zweihändige Waffe aus und drücke Y, um ihre Spezialfähigkeit zu nutzen. Mit der Sense können zum Beispiel Angriffe pariert werden und wenn im richtigen Moment ausgeführt, Gegner schweren Schockschaden erleiden. Okay. Lass mal schauen. Abgenutzter Pflock. Wo habe ich denn die Sense? Wird die mir hier angezeigt? Nö, die ist gar nicht dabei. Hä? What? Ah. Abgenutzte Sense. Oh. Down, boy. Ah, okay, Zweihand, ja, gut. It's locked, all right. It's locked, all right. Okay, open this door. This place reeks of bloodshed. Hä, hier drin war ich doch schon. Oder bin ich verwirrt? Please, let go of me. Kann meine Sinne nicht aktivieren. This creature is bedeviled. I must put it down. Oh Gott, er beißt mich. Start. Come on. Vampirische Kräfte sind gut. Autsch. Come on. Deswegen war William Bishop so seltsam. Er ist ein Vampir geworden. Genutzter Knüppel. Eine weitere neue Waffe. Können wir ihn untersuchen? Nee. Hat diesen Dude hier ausgesaugt? Den Priester? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help.
Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Oh yeah. Also ist sie auch ein Vampir. Und sie hatte mit ihm hier geredet. Okay, jetzt können wir ihn untersuchen. Ich gucke mich noch mal kurz hier im Raum um. Da ist noch was. Ich wollte mir die Waffe noch angucken. Ist das auch eine Zweihandwaffe? Zweihändige Waffe? Nee, Nahkampf. Nahkampfwaffe. Nahkampfwaffe, okay. 65 Schaden, die macht 58 Schaden. Zwar nur einhändig, aber oh, 99. Details. Kann verbessert werden, wenn ich noch einen Teil eines gewöhnlichen Griffs hätte. Okay. Gut. So. Ist nichts. Nur dead bodies everywhere. Da ist noch Geld. Aber das war's auch. Sie hat sich da hoch teleportiert. Das können wir gerade nicht, weil wir noch hier was zu tun haben. Okay, dann untersuchen wir die Leiche. Blutprobe von William Bishop. Eine frische Probe von William Bishops Blut in einem Röhrchen. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ja, es wird wohl nur in einem Krankenhaus möglich sein. Ich weiß ja auch noch aus meinem Playthrough von der PS4-Version, dass wir dort wahrscheinlich jetzt, glaube ich, auch gleich hinkommen. Ungeschickt freigeschaltet. Die Sache läuft aus dem Ruder. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reid. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reid. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reid. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire.
That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reid, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reid here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Dr. Swansea ist ein bisschen übereifrig, aber ja, durch ihn haben wir jetzt die Möglichkeit, die ganze Sache mehr zu untersuchen, wer es auf uns abgesehen hat, beziehungsweise wer uns zu dem gemacht hat, was wir sind, und können dementsprechend auch Blutviole untersuchen. Alles weitere auch. Was ist denn hier los? Der hat ihn abgestochen. Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Ich lasse sie verbluten. Seien Sie höflicher, ich werde sie töten. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reid. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox,
Let me assist you to that better place. Qualität des Blutes. Die Blutqualität deutet an, wie viel EP du von einem bestimmten Bürger erhältst. Je höher die Blutqualität, desto mehr EP erhältst du. Mesmerisieren. Um das Blut deiner Beute auszusaugen, musst du sie zunächst in den Bann ziehen, um sie so an einer Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Deine Bannstufe muss genauso hoch wie oder höher als der Widerstand des Bürgers sein. Drücke LB, um Clay in deinen Bann zu ziehen. Okay, wir müssen das jetzt tun anscheinend. Schatten. Folge der roten Spur, um dein Opfer in die Schatten zu bringen. Achso, stimmt. Hier lernen wir nochmal, wie wir dann Bürger aussaugen. Verlockung des Blutes. Drücke A und wähle, ob du Cox entweder aussaugen oder loslassen möchtest. Wenn du ihn aussaugst, wird er dir eine große Menge EP gewähren. Jedoch hat das Konsequenzen. Sei dir dessen bewusst. Je mehr du über Bürger weißt und je mehr Hinweise du über sie findest, desto mehr EP geben sie dir. No more. Not tonight. Jungster freigeschaltet. Gnadenakt. I will not take another life. Gesund. Könnt ihn mesmerisieren, ja. Nochmal versuchen auszusaugen, aber nein. Wir sind kein Mörder. Aber im Kampf werden wir auf jeden Fall Blut haben. Ich bekomme zwar echt viel Erfahrungspunkte. To sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Ja. Wahrscheinlich werde ich es dann irgendwann halt mit stärkeren Gegnern zu tun haben und ich bin halt massiv unterlevelt. Das wird wahrscheinlich ein Problem sein, wenn ich nicht genügend Bürger aussauge. Aber ich werde mal in diesem Playthrough es so machen, dass ich versuche, keinen einzigen Bürger zu töten. Sondern halt, also auszusaugen, sondern nur versuche, den Menschen zu helfen. Okay, darf ich mich noch kurz hier umsehen? Ja. Glasfiole. Da liegt jemand. Okay, dann quatschen wir mal mit ihr. I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reid. Your office has been prepared. Ich habe einige Fragen. I would like to ask a few questions first. Wer ist Dr. Swansea? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Das
Das ging ja echt schnell. Gerade haben wir ihn gesehen und jetzt wurde er schon verarztet. Die sind echt gut in ihrem Job. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Okay, dann gehen wir mal zu unserem neuen Büro. Gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht wird mir noch das eine oder andere, was wir nutzen können, zum Craften von Dingen. Oder zum Verbessern unserer Waffen. Ja, hätte ich den Typen jetzt ausgesaugt, hätte ich über 1000 EP. Aber, nein. Wir machen den Pazifisten-Modus. Und vielleicht mache ich nochmal einen Durchgang. Den mache ich dann aber für mich privat. Und werde dann höchstwahrscheinlich ein brutaler Vampir sein und alle wegmördern. Mal gucken, was das für ein Ende gibt. Mit dem können wir auch reden. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reid has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Ist halt echt lustig, dass der Fachmann für Bluttransfusion jetzt auch ein Vampir ist. Das ist halt so, Mir steht auch Mesmerisieren zur Verfügung. Das heißt, mit jeder Person, mit der ich reden kann, kann ich sie mesmerisieren. Linker Trigger für Details. Baustufe 2. Und vielleicht werden wir auch noch die eine oder andere Person aussaugen. Mal sehen. Mal sehen. Medizinische Untersuchung, rechter Trigger. 1000 EP. Ist auch eine Menge. Wie ist die Lage hier? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reid. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. Ah, neuer Hinweis I'll verfügbar. go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Okay, dadurch ist die EP gestiegen. Pembroke Hospital. Hier noch einige Gesichter, aber die werden wir wahrscheinlich noch kennenlernen. Okay, was ist mit der Leitung? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Okay, hier brauche ich noch weitere Hinweise, um mit ihm persönliche Fragen. Kann ich nicht. Okay. Goodbye, Dr. Tippett. Dann war's das erstmal mit ihm. So, wen haben wir denn noch hier? Oder was haben wir noch hier? Gut.
gut. Hier ist nichts mehr zum Einsammeln. Da in dem Zelt war ich gerade. Da haben wir alles gelootet. Das ist noch eine weitere Nuance. Ah, die. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reid, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Okay, jetzt quatschen wir mal mit ihr. Wie ist die Lage hier? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Okay, jetzt haben wir noch einen weiteren Hinweis bekommen. Sprechen Sie. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. How are things here? So, das haben wir schon. Do you think this... We are all... Okay. Leben. Achso, das war das. Persönliche Frage. Ha! Tippett hat sie gelobt. Das könnten wir. Why does Dr. Tippett's claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Hey, eine persönliche Information. Call me if you need assistance. Können wir vielleicht nochmal mit Dr. Tippett reden, weil wir haben jetzt ja noch eine Information von ihr bekommen. Wo ist er denn hin? Schleicht er sich hier von Zelt zu Zelt, oder wie ist das hier? Die Musik ist auch sehr schön. Das Wetter ist leider nicht so prall. Influenza, häufig von Lungenentzündungen begleitet. Bleiben Sie zu Hause, um die spanische Grippe auf jeden Fall zu vermeiden. Ja, Zeit der spanischen Grippe. Das war ein richtiges... Scowl voices in the garden. Wow. I should investigate. If they were to find somebody. Weitere Vampire.
Den haben wir es gezeigt. Das sind noch mehr Stufe 6. Ich hab nicht genug Blut. Die sind wild. Sollte aufpassen. Scheiße. Ach, komm schon. Ich bin gleich tot. Sollte weg hier. Uiuiui. Hat's gleich ab. Nicht gut. Vielleicht sollte ich nochmal später wiederkommen. Jetzt komme ich ein bisschen Lebensenergie zurück, aber mein Bluthaushalt ist sehr schlecht. Ja, um die kümmern wir uns das nächste Mal. Oh, hier ist nochmal jemand Neues aufgetaucht. Mit dem können wir auch nochmal gleich talken. Es sind sehr viele Gespräche, die uns Zeit nehmen in diesem Spiel, aber das wird wahrscheinlich schon so seine Wichtigkeit haben. Weil die Interaktion mit den Leuten hier ist den Entwicklern wahrscheinlich sehr wichtig. Deswegen bekommen wir auch Informationen über andere Personen in den verschiedenen Arealen der Stadt. Okay, quatschen wir mal mit ihm. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reid. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reid. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reid. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reid. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Mit ihm handeln. Jetzt können wir endlich mal gucken, wofür wir unsere hart verdiente Knete ausgeben. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reid. A reliable gun is what everybody needs these days. So, was hat er denn? Miltons Schrotflinte 315, das ist teuer. Aber sie hat 296 Schaden. Munition können wir auch bei ihm kaufen. Und Kram zum Verbessern. So, jetzt bin ich pleite. Kann ihm auch Sachen verkaufen. So, ich war noch nicht fertig mit Ihnen. Bleiben Sie stehen. Good evening, Doctor. Still trying. So, Ihr Leben in London. Wie ist die Lage hier? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I'll bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor.
I'd rather not bring your dead body back. Da haben wir gerade einen Tipp bekommen bezüglich einer Quest. Persönliche Fragen, haben wir nicht genug Hinweise. Okay. Goodbye, Milton. Verstehe, alles klar. Ihre Stadt braucht sie. Statt sie leben durch das effiziente medizinische Hilfe gerettet wird. Ist ein Stich ins der Epidemie. Freiwillige machen den Unterschied. Okay. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Hier lauter unbekannte Personen, mit denen können wir dann auch noch reden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Weil ich würde gerne noch meine Erfahrungspunkte ausgeben. Hier geht's wieder raus. Zerknitterter Brief. Meine Liebste, ich konnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesund. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt. Ihnen zufolge ist dieser Mr. Hooks eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Jetzt haben wir nochmal eine Information über ihn. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle. Das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens dieses Milton Hooks. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt. Komme dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen. In tiefer Liebe, Nikolai. Okay. Das ist noch was, womit wir ihn konfrontieren können. Im Schilling haben wir eine Leiche beraubt, aber der braucht sie eh nicht mehr. Okay. So. Wo geht's denn hier nach oben? Good evening, sir. This hospital seems to be falling apart. Good evening, Sir. But in the circumstances, Okay, von hier aus komme ich da nicht hoch. Gut, dann von hier aus wahrscheinlich. Die ist ja im ersten Stock. Das heißt, hier, das sieht gut aus. Dr. Reid. Ach, guck mal, wie effizient das hier alles geht, dass wir schon direkt unser Büro This haben. must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. So ein komplettes Klischee von dem Vampir. Ich muss in einem Sarg schlafen. Okay, 760 Erfahrungspunkte haben wir. Biss. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Defensiv. Du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Ziels. Ach, stimmt. Blutkapazität plus 5% erhöht deine Blutkapazität. Erhöht die Blutaufnahme, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Blut ist eine gute Sache, das machen wir mal. So, 460 EP und ich verwende nochmal hier Biss. Denn durch Blut können wir dann halt Fähigkeiten einsetzen und wenn ich dann ein bisschen mehr rausbekomme, ist es auf jeden Fall schon viel wert. So, bestätigen. Wunderbar, das hätten wir erledigt. Und damit wären wir erstmal am Ende angelangt von dieser Folge von Vampyr. Das nächste Mal geht es hier weiter im Pembroke Hospital und dann werden wir uns nochmal mit den Mitarbeitern unterhalten, weitere Informationen sammeln über unseren Schöpfer und hoffentlich dem ganzen Ding auf die Spur kommen. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal bei Vampyr.